Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Sitavataram Apar Sangsara Samundra Setum Bhajamahi Bhagavato Sarupam Yang Bravayannamanapeta Krityam Daipayana Virahaka Tarvajuhava Putreti Tanmayataya Tarvo Bhinedum Tvang Sarva Bhuta Hidayam Munimanatosmi Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Krishna tadya pad pankajo panjarante Adaiva me manaho vishatu manasaraj hamsa Prana prayana samai kafavat pitvai Kantavarodhanam vidhu bhajanam kutoste Krishna tadya pad pankajo panjarante Adaiva me vishatu manasaraj hamsa Prana prayana samai kafavat pitvai Kantavarodhanam vidhau bhajanam kutoste. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. That those who are not having any self-realization. Der hat uns gesagt, diejenigen, die was keine Realisation haben über das Selbst, oder über Atma-Dat, was zu sprechen von Atta-Tatma. Oder diejenigen, die was kein Dienst für Seva haben, keine Stimmung für Seva. So, Prabhupada speaking, those who are not having any kind of self-realization and those who are not developing any kind of seva mood, though their association is very sweet, apparently, but you will have to avoid. Anyway, you will have to avoid this association, leave this association, because they are going to eat up the vitals of your real self. They are going to eat up the vitals of your real self. You cannot live in this spiritual poverty. So this Gaudiya Siddhanta is really scientific. Gaudiya Siddhanta ist ein wissenschaftlicher Prozess. Der Srila Prabhupada sagt, die was Satsanga, in Satsanga sein, aber zur selben Zeit du musst schauen, jetzt, okay, das sind in Satsanga, aber haben sie wirklich auch Asatsanga verlassen, also materielle Gemeinschaft, schlechte Gesellschaft. Wenn sie beides zugleich machen, nachher ist es nicht möglich. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt, Satsanga bedeutet, dass du eben Asat-Sanga beiseite gibst. So, wenn du in Satsanga bist, nachher, normalerweise ist es normal, dass du Asat-Sanga, materielle Gemeinschaft, aufgibst. Beide Füße im gleichen oder die Füße in verschiedene Boote, das ist nicht möglich. Materiell und spirituell.
full kripa Guru Vishnu, then automatically you can So, wenn du Harinam richtig chantest, nachher ist es möglich, Jiva-Daya aufzuzeigen oder zu geben, um das Herz von den dämonischen Charakteren zu verändern. Das nennt sich wirklich Jiva-Daya, also Barmherzigkeit zur Seele, wenn man die beschäftigt in Hariseva. Am schönsten ist jeder in der Welt damit beschäftigt, dem materiellen Körper zu dienen. Die ganze Welt. So, die meisten dienen eben dem Körper und nichts anderes. Die Seele ist für die meisten Leute nicht greifbar. Die haben kein Verständnis über die Seele. Parikshit Maharaj haben wir gestern gesprochen, der hat die Fragen gestellt. Shukadev antwortet, weil er eben zufrieden war mit den Fragen. Guru und Vaishnava mit dir zufrieden sein. Nachher ist Krishna gebunden, auch mit dir zufrieden zu sein. So, wenn du die volle Barmherzigkeit kriegst von Guru und Vaishnava, nachher hast du auch die volle Barmherzigkeit vom höchsten Herrn, da ist kein Zweifel. So, er wiederholt es wieder. Eben, wenn du die Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava hast, dann kriegst du die Barmherzigkeit automatisch von Krishna selber. Krishna sagt auch zum Uddhav, Acharya Mam Namarte Buddhaya. Das ist ein Vers in über Guru Tattva. So Gurudev hat für den ist sogar möglich, was Krishna nicht machen kann, das kann Guru machen. So Jiva Goswami in des Sangarbhas spricht über den Punkt, dass Krishna, der ist immer voll mit Prema, Liebe. Also er weiß gar nicht, was wirklich um sich passiert. Krishna in Vrindavan ist so vertieft. Also in seine Spiele, in seine Beziehungen mit den Brajavasis, die Einwohner von Vrindavan. Also du kannst dort das mit deinem Verstand, kann man das nicht verstehen. Oh, wie kann man sagen, dass der höchste Herr Krishna nichts weiß, weil eben Krishna in Vrindavan so absorbiert ist mit seinen Freunden und die Gopis, all die Brajavasis, dass er das vergisst. So in Chaitanya Charitamrita findet man ein Wort, Krishna spricht es. Amir na jani gopigan. Also er weiß nicht, was vor sich geht, und die Gopis wissen nicht, was vor sich geht. So, wenn keiner das weiß, nachher wer ist verantwortlich? So, wenn Krishna auf die Gopis schaut, nachher wird seine Liebe höher. Und wenn sie auf ihn schauen, wird ihr Liebe höher. Und das geht immer so weiter.
But still, it is a Siddhanta in Chaitanya. Badite jayega nahi, tobu bade khane khane. There is no space, keep increasing. Also da ist kein Platz, aber trotzdem die Liebe steigt und steigt und steigt. Das ist das Geheimnis von der transzendentalen Welt. Dort kann man nicht unseren Verstand anwenden. Every fraction of second increasing, whereas there is no space to increase. Yes. Krishna speaking. I don't know. I have no information what is happening. And those Gopikas, they don't know. Who is knowing then? Yogamaya. So Yogamaya ist derjenige, der was eben das weiß. Krishna weiß es nicht, die Gopis wissen es nicht. Aber Yogamaya organisiert all das, das ist wie der Dirigent. Der organisiert das ganze Spiel, das ganze Lila von Krishna. Wenn wir das Tattva, das realisieren können, in den nächsten Tausende von Geburten, nachher können wir uns glücklich schätzen. So, durch die Brajavasi Kripa kann man das Ganze eben verstehen. Ansonsten ist es nicht möglich. Also du Raghunath Goswami zum Beispiel, wo der in Vrindavan war, im Radha-Kund, also wie der sein Leben gelebt hat, so ganz entsagt und alle Brajavasis hat er Ehrerbietungen dargebracht. Niemand hat irgendwann einen Fehler gefunden mit den Brajavasis. Die Bedeutung von Brajavasis ist, die was ohne Unterbrechung Seva Mut haben, mit ganz großer, starker Liebe zu Krishna. So Bhaktivinoda Thakur ist ein Brajavasi, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ist ein Brajavasi. So ultimativ ist das Ziel, dass wir eben nach Braj gehen. Und da, wenn wir den Körper verlassen, dass wir dort Geburt nehmen, dann ist eine Geburt als Gopi, findet dann statt. Ohne dass du Geburt in Vrindavan nimmst, wie kannst du dann dich selber identifizieren als eine Tochter von einem Brajavasi? Also das ist eine ganz tiefe Philosophie, das spricht er jetzt nicht mehr weiter über das. Jetzt kommt er wieder zurück. So wenn ein Satguru wirklich glücklich ist mit seinem Schüler Satshisha, dann ist alles möglich. Was ist nicht möglich? What is not available to me? Automatically, rain of kripa. You can feel, I am speaking any story. I am not sitting in this Vyasasana to speak any story. So, er sitzt nicht im Vasasana, um irgendeine Geschichte zu erzählen. Das ist wirklich, was zu realisieren ist von Herzen. Also verliert euch in dem Rasa, wird verloren in dem Brajarasa. Zuerst kommt raus langsam aus den Anarthas und mehr Barmherzigkeit, Kripa und mehr Dienst, ständig. Also ständig muss man beschäftigt sein, immer was machen. Wenn irgendeine Unterbrechung da ist, das kann gefährlich sein.
So, wenn der Unterbrechung da ist, dann kann im Kali ganz leicht dort einschleichen. Also du musst 24 Stunden immer chanten. Beim Kochen, beim Waschen, immer überall. Das im Kali. Also man soll ja nicht laut chanten. Beim Kochen nicht, damit dann die Spucke geht. Also man soll auch nicht den Geruch vom Essen einatmen. Oh, das ist ein guter Geruch. Nachher ist das auch schon Uchista. Also im Jagannath-Tempel haben die Köche sogar einen Mundschutz auf. Sometimes so from outside people, when I'm doing Monovarta, in this time not possible, I stay in one temple, closed room, always drink, and 3 times I come. Noon time, in morning, speak Harikatha. Noon time, sometime noon time also Harikatha. Also normalerweise in Kartik hat er das ganze Monat, der Schweigemonat. Wenn er in einem Tempel ist, dann öffnet er nur 3-mal die Tür, geht 3-mal aus seinem Zimmer rauf, spricht Harikatha für 2-3 Stunden und dann geht er wieder in sein Zimmer und chantet. What I do, I take the pot, I say, anybody, Sevak. I mean, I am Sevak, they are not Sevak, they are Guru. I said, bring the pot to me. They drink. I say, you are right. Or the Vijayam. Maharaj, you took? Yes, I took. I am not speaking that. What do you do? Also eben, er nimmt dann, manchmal haben ihm dann gewisse Devotees was zum Essen gebracht, aber eben er hat nicht alles gegessen immer. Aber man kann essen durch das Einatmen, also er hat es geschmeckt, gerochen, das Essen und hat es dann wieder weggeschickt. Und dann haben sie gefragt, oh, hast du es gekostet? Und er hat gesagt, ja, also er hat nicht gelogen. Also Srimad Bhagavatam und Chaitanya Charitamrita, das sind ganz, ganz hohe Schriften. Aber Chaitanya Charitamrita ist noch höher. So erinnert uns jetzt letztes Mal, gestern, war eben Shukadev Goswami ganz zufrieden mit Parikshit Maharaj. So, Parikshit Maharaj, der war ganz demütig und hat sich dem Gurudev Shukadev Goswami vollkommen hingegeben. Da war auf ihn gekocht. Also deine Frage ist exzellent, hat Shukadev Goswami gesagt. Warum? Atmavid. Why excellent? By Buddha speaking that to Parikshit Maharaj, that your prashna, your question is excellent. Balya neshate prashna krito loko hito nipaha atmavid sanmataha pungsam sotobhyadisu yaparaha atmavid sanmataha pungsam Atmabhit Samadaya Bumsam. So große Gelehrte, was Tattva-Vid sein. So die sagen, das ist so eine exzellente Frage. Alle normalen Leute sollen solche Fragen stellen vor die spirituellen Lehrer. Das ist ja eine internationale Frage, nicht irgendeine persönliche Frage.
So, warum kommt die Frage nicht? Also warum kommt aber die Frage nicht von jedem? Warum fragt sich das nicht jeder? So, es ist eine universelle Frage, eine offene Frage, weil jeder wird sterben. Parikshit Maharaj fragt ihn, weil er eben gewusst hat, dass er den Körper verlässt, und fragt ihn, sagen wir die Prozedur oder den Weg, der was mir am meisten Erfolg bereitet. So, er hat das gestern schon alles beantwortet. Hare Nama Anukirtanam. Also Anukirtan. Under the servitorship, under the guidance of Gurudev, you have the right to do kirtan, because otherwise you cannot get this Trinada Vimud, and if you are not getting Trinada Vimud, how you can do kirtan? So nur mit Trinada B, Sunichena Stimmung kann man wirklich Anukirtan machen. Harinam und Harikatha, diejenigen, was wirklich Trinada bis Sunichena sein. Andere können praktizieren. Wirkliche Harikatha ist nur möglich, wenn man Trinada bis Sunichena ist. Sadahari bedeutet ununterbrochen. Kirtan, schlafen, essen, gehen. Überall soll Kirtan laufen, also Erinnerung da sein im Geist über Krishna. Ständig, 24 Stunden. So, die Frage, alle, die was über die Seele Bescheid wissen, die sagen, das ist eine wunderbare Frage, was Parikshit Maharaj da gestellt hat. So viele Sachen sind in der materiellen Welt zum Hören. Also du kannst dich selber entscheiden, was du hören willst. Viele verschiedene Dinge. So Parikshit Maharaj sagt, okay, alle Sachen, was du hören willst, materielle Sachen. Parikshit Maharaj sagt, deine Augen sind immer beschäftigt, die Sinne. Frau oder Mann, deine Augen sind mit dem beschäftigt. Oder du willst zum Beispiel, du likest das Pflücken von Blumen und den Duft dann einatmen. Das ist ein Vergnügen, was du willst. Ein Devotee macht das niemals. Ein Devotee riecht niemals die Pflanze oder die Blume, sondern der opfert das zu Krishna. Der Duft ist für Krishna. Aber wenn du das selber einatmest, den Duft, nachher willst du dich damit vergnügen. Your ear running here, your eyes running there, your tongue running there. All. You cannot just check yourself, but there's no self-control. Self-controlling is only possible when you are going to enjoy Guru. So, alle Sinne, die laufen wie wilde Pferde in alle Richtungen. Und wir wollen immer irgendwas auskosten in der Welt für uns.
Aber Devotee, der weiß, dass die Dinge für Krishna bestimmt sind. Deswegen riecht er nicht selber eine Blume. Oder er kostet die Sachen in der Welt nicht, sondern er nimmt nur Prasadam. Sadhu Guru Kripa Bina Vana Nahi Bina. Narodam Das Thakur singt das Kirtan. Sadhu Guru Kripa Bina. Da ist kein anderer Weg, als wie die Barmherzigkeit von Sadhus, den Ozean zu überqueren. So, Shukadev Goswami ist zufrieden mit seinem Schüler. Und er sagt ihm jetzt mehr, spricht ihm jetzt mehr über das Srimad Bhagavatam im 10. Kanto mit voller Liebe. So, Shukadev Goswami ist voll, dass er auf Flutwelle kommt von Liebe über Krishna. Es kommt automatisch, die Harikatha. Also Parikshit Maharaj, der trinkt ständig den Nektar von Shukadev Goswamis Lotuslippen. Who is there? Can you show one such man or lady who is just speaking, oh, enough of it, Harikatha, stop. Harikatha means nature. If you go on hearing, the thirsty to hear more and more can grow inside your heart. Also, that's why in 10th canto first chatting, Parikshit Maharaj, to Parikshit Maharaj, Shukadev Goswami speaking, who is going to get satisfied? So Harikatha ist etwas, von dem man niemals genug haben soll. Man will einfach mehr und mehr trinken. Sondern wenn Leute sagen, oh ja, jetzt hey, für 1-2 Stunden, nachher ist das nicht wirklich Gier nach dem der richtige Weg des Srimad Bhagavatam zu hören. Weil Harikatha ist der höchste Nektar, was man kriegen kann. Aber das versteht man nur, wenn man eben, so wie Parikshit Maharaj das realisiert hat. Follow? Who is there who can say, no, I don't need it? So Nibritta Tarshai. Nibritta Tarshai means who want to stop this life cycle. Enough of it, this life, material life. I have seen, detested. Who is growing that kind of mood? Nibritta Tarshai. Darshan means Krishna, thirsty, gone, vanished. It's one kind of remedy. It's one kind of remedy. You know? Nibritta Darshan. Of this thirsty attitude, all experience of thirsty. So Nibritta Darshan Rupayiya Maharaj Bhavu Chadakshatram No Viram. Kautama Shloka. Viram Meto Vina Pasugna. Pumam Virajeta Vina Pashugnata. Hunter without a killer of beast, those who are cutting beast, killing beast, their heart is very strong. Strongly, their heart is Also die Erzählungen von Herren, das sind die richtige Medizin, aus der Verstrickung von Geburt und Tod rauszukommen. Und diejenigen, die was nicht die Harikatha hören, das sind eigentlich die
Töter von ihrer eigenen Seele. If at all like stone, still it was supposed to melt. Because in Vrindavan, stone is there. Krishna stand on stone. Aber unser Herz ist wie Stein. In Vrindavan schmelzt der Stein. Chaitanya Mahaprabhu, wenn er seine Füße raufsetzt, dann schmelzt der Stein. This stone there can never, I can expect that it can find it, I can never find it in melted form. Also Steine kann man normalerweise niemals in geschmolzener Form sehen. Wasser ist immer flüssig. Aber wenn Krishna die Flöte spielt, nachher sind alles entgegengesetzte Wirkungen. Also das Wasser wird fest und die harte Sachen wie Steine, die schmelzen. Yamuna Water wird ganz hart, wie Eis. Also das ist eine entgegengesetzte Richtung geht es. Wenn Krishna die Flöte spielt, dann passiert es mit allen Lebewesen oder alle Dinge. Also die Brajavasis, die hören 24 Stunden die Flöte. Unsere Ohren sind nicht trainiert, dass sie den transzendentalen Sound, Klang hören können. Aber die Flöte, die spielt immer. Aber wir können es nicht hören. Wann werden wir das hören können? Also die ganz süßen Klänge und Melodien. Wer kann das hören? Srila Bhakti Bhagavan Keshav Goswami Maharaj, all unser Guru-Varga, die haben alle die Möglichkeit. Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, die hören ständig den Flötengesang. Also die sind immer vollkommen zufrieden. So, Gayatri Mantra ist schlussendlich auch, was wir 3-mal am Tag chanten, morgens, abends, mittags, das ist auch der Klang von der Flöte. Aber wann hat man wirklich die Verwirklichung von dem? So Shukadev Goswami spricht von Actually Parikshit Maharaj speaking, not Shukadev. Parikshit Maharaj speaking, sorry. Actually Parikshit Maharaj speaking in front of Gurudev. So Parikshit Maharaj spricht vor Gurudev. Den Vers eben Nibrita Tarshairu Pakiyamanat Pahosha Dakchatramoni Piramamat Kauttama Shloka Gunanvat Pumbare Viracheta Vina Bashugnat. Also derjenige, was wirklich aufhört, Harikata zu hören, das ist der Töter von seiner eigenen Seele. About this Lila 16th chapter, Adhyay. Be careful. Krishna, day by day growing age, the time this Lila. So, der Zeitpunkt des Lila, Kaliya Daman Lila, das ist, Krishna ist da in dem Alter von 6 Jahren. Only 6 years. Vastaharan Lila ist auch mit 6 Jahren. Idiotische Leute, die haben passive Karma in dem Herzen. Die Gopis, die sind nur 5 Jahre alt. Aber die Leute haben mal schmutzige Vorstellungsweise mit Karma. So, mit so einem verschmutzten Herz kann man nicht das
Bhagavatam berühren oder rezitieren. Das ist für Paramahamsas, das ist nicht unserer eigen, nur für ganz, ganz große Seelen. So, Bhagavan Sri Krishna war 6 Jahre in Kaliya Daman Lila. Zu Govardhan Lila war er 7 Jahre. Because up to 11 years and some months, Krishna was there in Vrindavan externally. Internally, Krishna was always there. So Krishna going outside Vrajadam, that time 11 years, some months. All of that. Still we are always thinking that Kishore, the adolescent Kishore, das Mittelalter, das Teenageralter. Krishna is only 11 years. But still, how the conception can go? Because when Krishna is 7 years, then he is the boy of a king. Krishna ist der Sohn von einem König. Also die Söhne von einem König, das sind automatischer Reifer. Er gibt ein Beispiel, er war in Punjab in Indien, der Kinder gesehen mit 7 Jahren, aber das sind schon ganz reif. Jiva Goswami gibt es allen. Radharani ist auch die Tochter von einem König, so deswegen ist der Körper auch viel, viel reifer. That's why Krishna gone 11 years and some months. But still, we say that Krishna is there and like adolescent, Kishore Krishna. Wir sehen Krishna als den Kishore Krishna. Vayo Kaisha Deyam. Also, wo Chaitanya Mahaprabhu den Brahmana gefragt hat in Allahabad, also das beste Alter von Krishna, hat er geantwortet, ist Kaishore-Alter. Shama eva param rupam. Abhayo Kaishavaram. So, Mahaprabhu hat auch gesagt, dass das eben das beste Alter ist. So zu der Zeit von Kaliya Lila war Krishna nur 6 Jahre. Im Vishnu Purana, Harivamsa, dort findest du Plant is Dhenukasur, his name? Dhenuka. Dhenukeno Duratmanaha. Balya Maharaj killed. Actually, if you scientifically calculate, then Dhenukasur, his name was Dhenukasur. In Talvan. Daltree. Because Talvan, Talvan actually. So, it was in the month of Bhadra. So, Tal, when we can get Tal? Tal, die Pflaumen, das kriegt man in dem Monat von Bhadra, so, wo Krishna und Radha sind. Aber im Bhagavatam ist es rückwärts. Im Harivamsa, im Vishnu Purana, dort ist geschrieben, dass zuerst war Dhenukasura
So, Krishna, wo er angefangen hat, die Kühe zu hüten, das ist jetzt eine Rechnung vom Alter von Krishna. Krishna, wo er angefangen hat, Kühe zu herden, das ist Gopastami. Und nachher sind 2 oder 3 Monate vergangen. There is actually, why? There is actually hot season. Hot season. So hot season then, at the time of hot season, very hot. It is written there already. There they become thirsty. So, aber zur heißen Zeit, wo die Sonne so scheint, seien sie durstig geworden, die Kühe und alle, und haben das Wasser berührt und trunken. So deshalb ist Kaliya Lila, Kaliya Daman Lila was there in the month of das war in dem Monat von Jeshta und Bhadra. Also ganz heiße Sommerzeit. Und nachher in dem Monat von Bhadra war Dhenukasura. Also die sind ganz durstig geworden, deswegen kann man sagen, dass es den Monat von Jeshta und Bhadra war. And that was also Bhadra. And when Dhenukasura was killed, und wo Dhenukasura zu der Zeit, wo Dhenukasura getötet worden ist, sind die Talfrüchte, die Pflaumen reif gewesen. Deswegen war das im Monat von Bhadra. What can be the reason behind it? That is the main question. Actually, those Sanatana Goswami giving commentary on this Lila. Jiva Goswami was also giving, Vishwanath Chakravarti was also giving commentary. Srila Goswami was already giving commentary. So, die Acharyas, die geben über all die Punkte eben Kommentare. Srila Swami, Vishnu Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur und so weiter. So, Kaliya Daman Lila war zuerst und Dhenukasura ist danach gewesen. Aber Shukadev Goswami im Bhagavatam hat die Regel gebrochen. Warum? What is the heart of Sanatana Goswami would like to speak? What Sanatana Goswami wants to speak is most important. Sanatana Goswami speaking. So, was will Sanatana Goswami sagen, ist am wichtigsten. Er sagt uns über die Stimmung Bescheid von Shukadev Goswami. Shukadev Goswami war voll mit Prema gefüllt. So, Shukadev Goswami war ganz bezaubert von dem Balya Lila. Also sein Herz ist ganz geschmolzen. Also angefangen vom Damodar Lila, schon vom Beginn von der Geburt, wo Krishna Shakadashura weggekickt hat und Putana, wo Putana getötet hat. So, das Balya Lila, eben über das hat Shukadev Goswami, war in Ekstase, über das zu sprechen. So viele Spiele von Krishna.
Krishna mit seinen Kuhhirtenjungen, die Brajavasis. In the meantime, when Shukadev Goswami remembered, I will have to speak something about Kaliya, because I break the rules. I was supposed to speak before. Aber dann hat Shukadev Goswami sich erinnert, er muss irgendwas über Kaliya sprechen. Aber sein Herz hat es nicht wollen, weil das eben so schwer ist für die Devotees, das Lila zu hören. Die denken sich, oh Krishna geht Kaliya, was so eine große, gefährliche Schlange ist. So, die Nanda Baba Yashoda, die waren alle so außer sich, wo sie haben gesehen haben, jetzt ist Krishna in das giftige Wasser und die Schlange ist drin. Und deswegen wollte er nicht über das Kaliya Lila sprechen. What is the reason? Now you can put question challenge before me. Now you have your right to put challenge before me. How you realize Maharaj? You have to put, otherwise I am not satisfied. You will have to put question. So on your behalf, I am always putting question. I am putting question, why and how you are explaining this way. Now I can go back to the past Lila. When actually, when Dhenukasur Bhog Lila, Daman Lila, almost over. So, wenn das Dhenukasur, das Lila fast fertig gewesen ist, das Daman Lila, also die haben die süßen Früchte gegessen. Also wo das Lila erzählt hat und hat sich jetzt Shukadev Goswami daran erinnert, er hat vergessen, das Kaliya Lila zu sprechen. Aber es muss die Organisierung vom höchsten Herrn sein. Weil er selber will ja nicht über alle Details vom Kaliya Lila sprechen, weil es zu schwierig, zu trauerhaft ist. Also die Devotees können das nicht aushalten, wenn Krishna eben in den Fluss mit der giftigen Schlange geht. So, er berührt es nur, das Lila, hat er gesagt, der Shukadev Goswami. Er will nicht über Details drüber sprechen. Evam Sabhagavan Krishna Vindavano Charaha Kachit Jajo Ram Rite Rajan Karindin Sakhi Vritaha. Shokhi means not Sokhi. It is not feminine, it is not feminine gender. Shokhi in plural number, Shokhi is so Sakhi in dem Vers ist, es bedeutet alle Sakhas. Sanskrit language is so scientific, so scientific. There is every possibility. Even after learning 10 years, every possibility to make mistake. In gender, in Vishesha Visheshan, Vishesasya Jalingam, Vibhakti Vachanecha Ja. Also Sanskrit ist ganz eine schwierige Sprache, wo eben nach 10 Jahren, wenn du das gelernt hast, noch immer Fehler machen kannst. And when you are going to use, with dhatu, I told you, that is very dangerous. One small word can give so much enormous power to change the whole meaning. Sanskrit is very nice. Ramaha Vikhe Arujati. Arahati. Ram climbing on trees. Brikshe Rama Arahati. Is also good. I change position. Still is good. Follow. But in other way, English if I speak, Ram is swimming. Swimming Ram is not possible.
Also in Sanskrit kannst du ganz spielen mit der Sprache. In anderen Sprachen ist das nicht möglich. So you see, here it is written, Evam sa Bhagavan Krishna Vrindavan Charahapajit Jayo Ramamrite Rajan Karindim Sakhi Vrataha. Oh, with all groups of praise. Evam, this way, Bhagavan Krishna traveling in Vrindavan. So Krishna reist immer Jai Ho mit seinen Freunden in Vrindavan. So eines Tages ohne Ram ist Krishna Kuhe treiben gegangen, auf die Weide gegangen. Now I can give second point, which can support my argument. I mean the Also, support where am I to give argument? Anyway. Atho gavascho gopascho nidhagotava piritaha dushtam jalam papuhustasya and tastat krishnartha vishadushitam. Atho, so about Kaliya Daman Lila. So über das Kaliya Daman Lila, Shukadev Goswami wollte über das Lila nicht sprechen. Nur ein, zwei kleine Anmerkungen. Und eines Tages ist er raus ohne den älteren Bruder Balaram. Balaram hat die Verantwortung von Yashoda und Nanda Baba. So, du musst aufpassen auf den Krishna, er ist so rastlos. Balaram, das ist deine Aufgabe, sagt Nanda Baba und Yashoda seine Eltern. Responsibility entrusted by whom? Responsibility given by Rahinima, Rahinima, Yasudama, Nandababa, Nandu, Bandu, so elderly. Also alle älteren Personen, die haben gesagt, Rama, Balaram, das ist deine Aufgabe, pass auf ihn auf. Always take care of your small, younger brother. Okay, I promise I can. Aber an dem Tag war jetzt Krishna nicht Balaram nicht dabei, weil das war die Avibhav-Tithi von Balaram. Krishna hat so viel Prasadam gegessen und ist dann raus gegangen allein die Kuh, mit der Kühe auf die Weiden. Krishna is unmindful, always want to get chance to have a relation with Radharani, is quite natural, Atma Sakti, but everybody there, father, mother, everybody watching. Also das Krishna am Tisch schaut er immer da und dahin, weil er immer einen Augenkontakt haben will mit Radharani. Das ist eine Möglichkeit. So, wenn er zu viel Prasadam kriegt, dann sagt Madhumangal, oh, seine Verdauung ist ganz schwach, das kann er nicht verkraften. So, gib mir das, sagt der Madhumangal. So, Bhaja Lila ist so humorvoll. So, weil eben an dem Tag Balaram daheim war, nachdem sie Prasadam genommen haben, viel Kuchen und Süßigkeiten, nachher ist Krishna allein auf die Weide gegangen.
take trouble to herd cows. I have so many servants, they that. No, ma, I must go. It is my service. If I cannot do service to Gomata, it's very bad. So, die Mutter will es ihm ausreden, dass er eben immer auf die Weide geht, die Kühe. Also, sie sagt, es ist eben heiß und so viele scharfe, spitze Steine sind am Boden. So, bleib doch daheim. Aber er sagt, na, das ist halt darum, die Kühe zu treiben. Und Krishna sagt uns eben so mit, dass wir Liebe entwickeln sollen, auch für die, für Gomata, speziell für die Kühe. Vaishak Jesta. So you see, atho gavasho gopashtanina nidhagata piritaha dushtam jalam papur sasyas krishnata vishodushitam. Krishna and all covered boys. Previously I already told previous line that Krishna and those covered boys going Vigal Balya. Now they are approaching Jamuna Tir. Und jetzt kommen sie eben bei der Mittagshitze, jetzt kommen wir wieder zu dem Lila, die Jungen und die Kühe sind so durstig und gehen jetzt zu dem Seitenfluss von der Yamuna. Aber das hat Yogamaya organisiert. Damit wir dann die Möglichkeit haben, von den Lilas zu hören. Bishadushitam. Jamuna ist normalerweise klares, reines Wasser. What to speak about drinking? When they reach and touch water, they all fall down. They die. How? But then Vishambaha Stadupas Prisho Doibopo Hato Chetasaha Nipetur Vyasavaha Sarve Sarilante Kurudvaha. They just touch Yamuna. They all fall down, die. Then after that, Krishna knowing everything, Antaryami. Krishna knowing everything. What Krishna cannot speak, but still. So Krishna weiß über alles Bescheid. Krishna, weiß, dass die Yamuna vergiftet ist. Aber trotzdem wartet er und lässt sie dort hingehen. Und die berühren das Wasser und die fallen alle in Ohnmacht. Die Kühe, die Jungs. Und Krishna schaut dann sie dann an mit ihrem Amrita-Drishti, mit dem Blick, der voll mit Nektar ist. Und nachher wachen sie, gibt ihnen wieder Leben durch den Nektar, was sie trinken, durch seine Augen. Und so kommen sie alle wieder zum Leben. Nathano samajivayat. Follow what I say. Bhikshu Tano, all Brajavas are there following. Bhikshu Tano Boi, Tatha Bhutano. This condition, after watching this condition of those Brajavasi, Bhikshu Tano Boi, Tatha Bhutano, this condition. After looking this condition, they fall down. Also nachdem sie die Jungen
Krishna ist nicht nur Yogi, er ist der Yogi von den Yogis, Yogeshwara. Shankar, Brahma und die sind alles Yogis, aber Krishna ist der Beste und der Höchste. Und Krishna hat die durch ihren Blick erweckt wieder der Jungen. Und später haben dann die Jungen realisiert, dass das Krishna war, der was uns wieder das Leben gegeben hat. Looking at each other. Why? Just few minutes before, we all fall down. Our life gone. How possible we get life again? They're looking at each other. Just a few minutes before we die. They samprati say they samprati is samprati tasmritayo samkhayo jalantikat. From the bank of that jal, water, Kaliya crawl, asano suvismitaha sarve. Asana, they became surprised. Sarve, they all. And Vikshamanaha parasparam, they are looking to each other. How is that possible? We revive? We get So sie sind alles immer noch jetzt der Punkt, wo Krishna dann mit seinem Blick wieder die Jungen erweckt hat oder zum Leben gebracht hat. They became sure about it. It is the anugraha. It is the causeless mercy of Krishna. Und dann später eben sind sie draufgekommen, dass das die Barmherzigkeit von Krishna war. Und dann haben sie gerechnet, wie ist das möglich? Berechnet. So wie sind wir wieder ins Leben gekommen? Parikshit Maharaj nachdem sagt Shukadev Goswami, stopp. About Kaliya Daman Lila, Shukadev Goswami don't like to speak. Because it is a pathetic Lila. Das ist ein ganz pathetisches Lila. Pathetic Lila. So, die Stimmung von den Brajavasis ist ganz hart zum Verkraften, weil sie eben so gelitten haben. So Shukadev Goswami fängt an, Here also inner meaning is there, because you know, 3 times Krishna this word coming. One is Vilakto Dusitam Krishnam, Krishna, Krishnahina, Rigoho. This is in Sanskrit called Anupras. Anupras means in dem Vers ist dreimal kommt jetzt der Name Krishna vor, das nennt sich Anupras in Sanskrit. It's called Anupras. So excellent. Without Anupras, this kind of writings cannot get excellency. Also das Anupras ist ganz ein wichtiger Teil, weil sonst kann das Sanskrit nicht
so erklärt werden. So it is written 3 times. First Krishna means Yamuna. Second Krishna means Krishna himself. Third, Krishna, this word implies Krishna, this black snake, serpent. Follow? There is one kind of anupras. At the same time, Tasya Vishuddham Anvichan Sarpam Tamudvasai. Krishna now started thinking, how is that possible? It is my Also Krishna hat angefangen zu denken, das ist Vrindavan. Govardhan, Yamuna, das sind alles ganz wichtige Bestandteile von Vrindavan. So Yamuna is actually my playing ground, this Vrindavan. Here Yamuna playing main factor. Not only that. So Yamuna, die hat eine Hauptrolle. Das ist Yamuna ist eine Sakhi, Freundin von Krishna. So this Krishna, how I can tolerate my Krishna? Yamuna is full of poison. Aber jetzt ist die Yamuna voll mit dem schmutzigen Gift. So die Brajavasis, das sind mein Herz und die trinken das und baden dort in dem Wasser. Wie ist das möglich? It's my duty. Now question can come, whereas you already told, by sweet glance, nectarian glance, Krishna had the power to revive them, then why not Krishna can look at Yamuna water and purify it? Follow? This argument can come. So every moment is Pange Tattva Siddhanta argument. Very nice. Otherwise your satisfaction cannot come. So his question is that if Krishna can Swachhandavarti Nama, So Krishna kann alles machen. So warum, was kann Krishna nicht machen? Er kann sie sofort Also Krishna kann ganz leichtes Wasser reinmachen, aber dann würden wir ihm jetzt nicht das Lila kosten können. Also es ist einmal das Spiel, was er inszeniert hat. Damit eben die ganzen Gefühle, was die Brajavasis haben, was Krishna hat und so weiter, dass das dann alles aufgezeigt werden kann. Shukadev Goswami is speaking this month. Shukadev Goswami don't like to speak anymore. Now stop. Tamudva said, Krishna afterward, to purify the water, was bound to throw, send that, Kaliya back to his own motherland. After that, going to stop. But Shukadev Goswami going to stop. But due to disciple, the disciple is so high disciple that Guru cannot stop. So der Schüler, Parikshit Maharaj war ganz ein großer Schüler, deswegen hat Shukadev Goswami all die Dinge gesagt. Das ist so wie beim Milken von Kühe. Also, wenn der richtige Milchmann kommt, dann kann er das so machen und so melken, dass wirklich viel Milch kommt. Also
Also der Milchmann, der lässt das Kälbchen immer wieder zugehen und es trinkt dann kurz, wenn sie stoppt, und nachher milkt er selber weiter. Also es ist also der Nektar ist ja so mit der Harikata. Also der Sprecher, der spürt es. Der kann auch so viel sprechen, je nachdem, was für Kapazität die Hörenden dann haben, was sie aufnehmen können. Das ist so wie das Milken von der Kuh. Er macht sich nichts draus, wie viele Leute jetzt vor ihm sitzen, einer oder Tausende. Er braucht nur einen, der was wirklich hören kann. Und nachher kann er die ganzen Sachen alle öffnen vom Srimad Bhagavatam. Shukadev Goswami don't like to speak because this Lila is very pathetic, painful. But Parikshit Maharaj is very clever. Parikshit Maharaj, der war ganz intelligent, ein hoher Schüler. Snigdasya Shishyasya. Also das ist Shukadev Goswami. Snigdasya Shishyasya Guru Gochammati. Also es gibt kein Geheimnis, was der Guru vor seinem wirklichen Schüler verstecken kann. Also vor dem wirklichen, demütigen, richtigen Schüler kann Gurudev alles geben. Also obwohl jetzt Shukadev Goswami stoppen will, das ist die Sanatana Goswami ist im now Parikshit Maharaj putting question. I already discussed, but still I can touch again. Katham antajale agadhe nagrinnad bhagavan ahim savai bahu yuga vasan tathasit viprakattatam. Sri Rajan Vacha Brahman bhagavatah stasya bhumnaha sachchandavartinaha gopala udara saritam kastik pet amritam jusam. I already discussed. See, Rajan Vacho katham antajale agadhe nakranyat bhagavan ahim savai bahu yuga vasam yathasid viprakattatam Brahman bhagavataho stasya bhumanaha sachchandavartinaha gopal udara charitam kastipet amritam jusam. I already discussed this. Now actually Shukadev Goswami is speaking. That Shukadev Goswami is bound to speak because he showed so eagerful. So Shukadev Goswami sagt jetzt Kaliya What's that? Shukadev Goswami is speaking Kalindiyam in Kalindi river. There was one big lake. I already told. It is 8 miles. In der Kalindi war ein großer See. Es war im südlichen Teil von der Yamuna. Der Hauptstrom von der Yamuna ist im Norden. Aber das ist der südliche Teil. So Sanatana Goswami sagt, wenn das im so, wenn es einen anderen Strom gehabt hätte, einen anderen Fluss, Sanatana Goswami, der sagt,
am schönsten würde das Wasser auch in die Richtung von Mathura gehen. So, das kann nicht im Hauptfluss von der Yamuna sein, das Gift. Weil alle Mathura-Vasi und die verwenden immer das Wasser von der Yamuna. Also es ist eine ganz große Fläche gewesen von 8 Meilen. Ayodhya. Und ganz, ganz tief, also ohne Boden, ohne Grund. To Parikshit Maharaj speaking, in Kalindi river there was a big lake, 8 miles almost a big area. And there was one, in this lake, at the bank of Jamuna, there was a southern part, there was one water already coming from Jamuna, but this water they have no flow, that the poison can go easily. Maybe trace of poison can go, not harmful. But it's written that water is always boiling. Why? There is fire inside? No. In whole world, I can specify some places are there. In different countries all over the world. If you go, there's some water in the lake and river, they're boiling. Yes, some river. Also es gibt so heiße Quellen. Das Wasser dort in dem Kaliya See hat auch gekocht ein bisschen. Warum? Was ist der Grund? Weil eben das Gift drin war. Shapamanya Paya Yasmin Pataya. So alle Vögel, die was über den See geflogen sind, die sind alle sofort ohnmächtig geworden und in den See gefallen, ertrunken. Friends and all, everything, our children, Kaliya wives, they are all poison. So out of poison, the water is always boiling. Not only that. So das Wasser ist ganz eine heiße Quelle, es sprudelt und die Vögel, die fallen dann rein. Was zu sprechen vom Trinken. Die Jungs, die was dort hingegangen sind, weil sie so durstig waren und trinken wollten, die haben nicht einmal das Wasser getrunken, sondern nur, wo sie eingegangen sind mit der Hand und nachher das Wasser auftrinken wollten. Und sie allein von dem Geruch sind sie schon in Ohnmacht geflogen. Also der Wind, der vertreibt das Gift da ist überall so ein großer Gestank von dem Gift. Um den See von der Kaliya. Also gar nichts ist mehr gewachsen dort, wie eine Wüste. Also nichts hat da Wachsen anzufangen, alles war abgetötet, eine Dürre. So die Vögel, was dort geflogen sind, sobald sie einen Fehler gemacht haben und die Area berührt haben, nachher haben sie es gerochen und sind in den See geflogen und gestorben. Also dort kann man nicht einmal einen Grashalm finden. Why question not coming? When Maharaj, then how is possible that Kadamba-Baum is alive? Kadamba-Baum is just at the bank of Jamuna, you are foolish, that's why you are not putting question. Also der Kadamba-Baum ist aber am Leben. So wie ist es möglich, dass der Kadamba-Baum lebt? Alle anderen Bäume, die sind abgestorben.
then how is possible that Kadamba-Baum is alive still today? You will have to go back to this past history. Also da I gibt's can also speak about that Kaliya Daman is past history. Again I can go. Detailed information you should get to satisfy your heart. Nectar can come and acquire your whole heart. That is my target. Otherwise, who am I to speak Harikatha? So now point is that how it is possible. Also wie ist es jetzt möglich, dass der Kadamba-Vriksha, der Baum, Kadamba-Baum, dann dort wächst? Vishwanath, alle, die was dort Kommentare geben, Sanatana Goswami und so weiter, die sagen, weil eben lange Zeit, da war ein großes Problem da, so die Schlangen, die haben die Mutter vom Garuda gepflanzt. Then they promise that if you can bring Amrita from heaven, then we can give your mother free from slavery. Long history, I cannot go back because it will take a long time. We can give you free, your mother free from slavery system. Well, Guru Maharaj is so powerful, who can do Indra? Who is Indra? Who is Guru? Guru Maharaj will be flying and going to heaven, straight taking the picture of Amrita and everybody, hey, go on, Das hatte mal lange Geschichte mit Garuda, einen Hintergrund, aber er hat schlussendlich eine Medizin geholt, einen Nektar für seine Mutter, und nachher ist von dem unsterblichen Getränk ist ein Tropfen auf den Ball, auf den Kadamba-Baum gefallen, und deswegen ist der Kadamba-Baum, der ist nur da gestanden, obwohl so viel alles tot, alles Dürre rundherum war. Sanatana Goswami, der sagt, okay, das kann sein, aber ein anderer Punkt ist nur, dass die, was die Kripa von den Lotusfüßen von Krishna haben, die schwimmen immer in Sindhu Tarane Vyamyadi Sat Sankirtanam Ratarase Ramade Manaschat Premam Chaitanya Chanda Charane Kurutan Channa Kurudet Kurudanuttaram. So, wenn du die volle Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu kriegst, für die schwimmen in dem Ozean von Amrita. So, die, was die Kripa von Krishna in der Zukunft kriegen, for them also they can get nectar. Same the case with that Kadamba-Baum. Sanatana Goswami speaking. So Sanatana Goswami, der sagt, and she is surely going to this Lila and giving the touch of his lotus feet with this, this kind of mood. Those are going to enjoy even future also. Derjenige, der was Kripa in der Zukunft erfahren, was kann denen das Gift noch ausmachen? So, weil der Baum, der hat schlussendlich in der Zukunft den Abdruck von Krishnas Lotusfüße auf ihn, so ist er unsterblich worden. Das war And Devi Maya ki jai. Devi Maya giving permission, okay, you can drink.
Because Parvati Devi already knowing the power of Shankar. Okay, Devi, first of all Shankar talking. Devi, this is the condition of my children. This is the condition you see. What to do? What you permit me? Yes, you can do. Devi permits. After the Shankar going and taking all the fire. Shankar Bhagavan, der hat alles Gift getrunken. So, Shankar Bhagavan, der hat einen ganzen See von ganz giftigem Gift getrunken. Shankar Bhagavan hat volle Kripa von Krishna. So deswegen macht ihm das nichts aus. Er ist immer in der Meditation und schaut die Lotusfüße von Krishna. Vina Vikaramana. You are not singing, so you can never become a singer. Never become a devotee. How you can become? You have to sing. Wait, inside you have to sing. So you can clean yourself. All the time, Shankar, Brahma, die tanzen alle im Namen von Krishna. Aber wir tanzen nicht, wir sitzen im Zimmer. So wie können wir Kripa kriegen, wenn wir das nicht machen? Shankar Bhagavan hat volle Barmherzigkeit von Krishna, deswegen kann ihm das Gift nichts ausmachen. Es ist ein Ornament für ihn geworden, Nilakanta, also der blaue Hals. Es ist ein Spitzname für ihn geworden. Precious ornament, like necklace, blue. Why Shankar Bhagavan not drinking, cannot digest? So, warum hat Shankar Bhagavan das nicht getrunken? Weil er eben Angst gehabt hat, weil Krishna in seinem Herzen ist. So, wenn er das Gift in sein Herz lässt, deswegen hat das Aufkalten gestoppt eben in seinem Hals. Er hat es nicht runtergehen lassen, im Magen. Alles ist möglich durch Krishna. Sanatan Goswami gibt das Kommentar. So, diejenigen, die was schon die Kripa von Krishna haben, die sind in dem Ozean von Amrita, von Prema. Auch die, was aber in der Zukunft das kriegen, die also die in der Zukunft, die kriegen den Nektar. Weil von dem Kadamba-Baum springt dann Krishna eben in die Yamuna. Also der spielt in Lila hat einen wichtigen Teil, eine wichtige Aufgabe. So der Kadamba-Baum ist speziell. So in Kadamba every day, all the time, Kadamba flower hanging, all fruits and flowers, everything. So der Kadamba-Baum ist voll mit Blüten und Früchten. Alles andere Gras und Bäume ist alles abgestorben, nur der Baum ist da. Marutena avimarshitaha mriyante thiraga yasu praninaha sthirajamnamaha. Sthirajamna, those who can moving creatures, those who cannot move, like trees and creepers, they have their life, but no king. So Bipusmata, Vishodormi Marutena avimarshitaha Mriyante tiraga yasu praninaha sthirajamnamaha. Sthirajamnamaha, those are, sthirajamnam, savarjamnam, all lines. Because suppose those kripas are a little bit far, but still
because there are droplets of this, Sapramandala, this lake always boiling, so some dew droplets going, then by the wind blow, some breeze going to touch those creepers and for long area. How long area? It is written 400 bow. So actually 400 400 dhanu. Not the Danu. If you measure bow and bow means long distance all around. Das ganze große Distanz, wo eben das alles vergiftet war. So millions of tiroga, those of rain any. Tiroga, millions of tiroga, yasu praniyaha, stirajanaha. All living. No scope to grow any fruits and flowers and creepers and grass, nothing. Now after that, Krishna already took decision to purify. Krishna already took decision. Krishna already took decision that I will have to purify. It is my duty. Because it is my playground, Lila Kshetra. How I can bear? Because it is very painful and dangerous for those Brajavasis. They are going to take drink water, that is this kind of problem. I cannot allow to persist. I cannot allow to persist for a long time. No, I will have to find some solution. Okay, let us see what I can do. Tvam prachanda vega visa virijam avekshatena dustam nadim khala samyam avtaraha. This word is very important. Krishna is khala samyam avtaraha. Krishna ist Kala Samyavam Avatar. So alle Dämonen, alle Rakshasas. So Krishna ist erschienen als ein Mensch, als eine Person in der Welt. So Gita happening after a long time. But still I can quote Gita because Gita is already eternal. Follow. Paritranaja sadhunam vinashaya chudusudam. Is it written? Paritranaya sadham vinashanam sudam sambhavam yuge yuge. Over and again, time to time, I am coming and taking. Why? So kommt ihm immer wieder und wieder. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, all seine Devotees zu erfreuen und schützen und die Dämonen aus dem Weg zu schaffen. Paritranaya sadhanam. Where from this question of paritran coming? Paritran relief from pain. Paritran. Whereas the devotees, they are already in the ocean of prema. So Devotees, die sind in dem Ozean von Prema, die schwimmen. They can expect Krishna come and save me. It's not possible. Und wir können jetzt sagen, oh Krishna, komm. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, okay, das sind nicht Weg. Devotees wollen nicht vor Krishna beten, oh Krishna schütz mich, Krishna schütz mich. Manchmal in speziellen Situationen, dann kommt es vor, aber normalerweise nicht. Wie zum Beispiel Nanda Baba, der hat ein Bad genommen in der Yamuna um 2 in der Nacht. Und die Diener vom Varuna, die haben ihn entführt. Und Nanda Maharaj hat geschrien, Gopal, Gopal, Krishna. Alle schlafen sie. Varuna. So die Brajavasis, Nanda Baba und die alle, normalerweise rufen sie nicht um Hilfe zu Krishna. Also es ist nicht ihre Gewohnheit.
Nur ganz, ganz selten. This conception, no staying, no stability of this conception. So this, first point, Kala Sanjama Avataraha, to subdue all those demons is main. So die Aufgabe, um all die Devotees zu beseitigen, ist, so was ist die Bedeutung? Er will in Wirklichkeit spielen mit allen Brajavasis und sich vergnügen. Aber es ist geschrieben, dass er die Dämonen auf der Seite, auf beseitigen will. Krishna cannot bear, always going to arrange. Hey, who not? Bhomasur, Radasur, Bakasur, who not? Putana, who not? Also viele Dämonen haben mit Krishna angegriffen, Bakasura, Putana, Vyomasura und so weiter. Yad, Basya, Shashad. You already save us from Du hast uns geschützt von dem giftigen Watz, das sagen die Gopis, von dem Feuer, was du, von dem Waldbrand, das, was du getrunken hast. So this is not a matter of joke. He is the owner of infinity Brahmanda, doing and running the whole world. What to speak about you and me? Infinity Brahmanda. So Krishna, and throw in the space. Der kontrolliert das ganze Universum. If I take you from here and throw you outside space into galaxy where you can go? Oh my God, I am here. What is it? Yes. Kalpana Chawla, one scientist, lady scientist, she was going to space. In midnight there was fire. Dead body. Big scientist, lady scientist. So you must remember all the time how I can die. Oh Krishna. Any moment I can die, but please. So, wir sollen uns immer erinnern, wir können sterben jederzeit. Aber segne mich, Krishna, dass ich, wenn ich stirb, dass ich mich zu der Zeit an dich erinnern kann. Pashu Bhakti Hare Daki, Dava Bhakti. So jede Geburt, wo ja Tier oder irgendwas wäre, macht man nichts draus. Das ist, kriege ich durch mein Karma. Aber oh, bitte habe ich, dass ich bitte immer mir an deine Lotusfüße erinnern kann. Als ich Geburt kriege, als in der Familie von einem Devotee, Bhakti soll in meinem Herzen sein. So, Beast also can do service, cannot do. I already told telephone doing service. Hanumanji Maharaj ki jai. Hanumanji are flying. Ram, action. There, let me fly. Anytime problem, Prabhu, what to do? So. Vögel und Ameisen oder Affen, die können auch Dienst zu Krishna leisten. So, das ist nicht nur so, damit man das nur in der menschlichen Form kann. So Bhakti Thakur sagt, lass mich geboren, gib mir so eine Geburt, aber mit Bhakti. Der Hanuman ist auch nach Sri Lanka. Der Doktor hat ihm gesagt, er braucht nur eine Pflanze oder irgendwas. Aber Hanuman hat das nicht gefunden, so dann hat er ihm den ganzen Berg mitgenommen, vom Himalayas. Das Himalaya-Gebirge geflogen und hat den ganzen Berg mitgenommen. So, er hat das nicht suchen können, jetzt das Kräuter oder die Medizin. Er hat gesagt, okay, er nimmt den ganzen Hügel mit den ganzen Berg und bringt den. Sattam Vidhatum Nijohitvasitam. Brahma giving blessing to who
So Brahma hat Ravan gesegnet. So with Vahiravan also, the son of Ravan also, problem took place. Big. So anyway, they are enjoying the kripa of Brahma. So die haben die Barmherzigkeit von Brahma gekriegt. Kripa. That's why Lakshmanji playing this kind of Lila. Otherwise, Balaram is Shakshat Balaram. Balaram ist Shakshat Bhagavan. Wer kann Balaram töten? Lakshman. Eben wenn Lakshman dort liegt, Balaram wollte ihm aufzeigen damit. Also das war so inszeniert, dass er eben jetzt verletzt wird und im Sterben liegt und dann muss Hanuman ihm das Kräuter holen, den Berg. So für gewisse Zeit hat er dann eben das Lila aufgezeigt, dass er sterben wird. So, is why that I already speak those, for devotees, they never pray to Krishna, save me, give me, give me, give me. No. So Devotees, die beten niemals zu Krishna, oh, hilf mir, gib mir das oder das. In Naimisharanya, wo alle Rishis da waren, und Munis, die haben zu Balaram beten. Oh, wir haben große Probleme. Wenn wir unsere Jagd anfangen jeden Tag, dann kommt der Dämon und uriniert und auf das Jagd, auf das Feuer. Das sind alles unreine Dinge, was er runterwirft. Der ist so ein gefährlicher Dämon. Jedes Mal, wenn er das Jagd anfängt, Blut, Knochen und alles wirft er runter. So in dem Fall können sie das Yagya nicht fertigstellen. Then ball come now, Yagya starting, Rishimanis, then in the ball coming like cloud, black cloud, like black cloud in the sky. Balaram, look. Und in der Zwischenzeit ist Balaram gekommen mit wie eine schwarze Wolke. Getting this, plow. And the length of the plow according to reason, whenever the plow can get flexible. Yes. At the time of, putting whole Jamuna. Ganga, what was the size of that? Also Balarams Pflug, der kann sich immer verändern, je nach was für Aufgabe er hat, woher die Natur Gang gebracht hat. Und mit dem Pflug pflügt er auch manchmal das Herz. This nice service, Hall and Musal, both. Hey, you are not moving. There's one kind of, this, pull here and beat. This way. So now you see the situation. So Balaram pflügt, da ist so normal das Herz, aber wenn einer nicht hochen will, dann hat er so ein Muschel, so eine Keule, also eine Haut mit der Keule einem auf den Kopf, dass er dann versteht. Oh, you have done nice seva for us, Kadamba-Baum Maharaj. After that, Prabhupada going here and there for pilgrimage. This one kind of lila. So, Tvam Chanda Vega Visha Viryam Maveksho Teno Dushtam Teno Keno Kalieno Teno Keno Kalieno. So, Tvam
Krishna Kadamba-Baum tato oti tungam aspotto garasana nepatan vishode. Krishna speaking. Krishna now speaking. Well, my friends, you stay. Krishna sagt, oh meine Freunde, bleibt's da. Jetzt mach ich was. Wartet da, bewegt euch nicht. Geht's ein bisschen weiter zurück. Krishna sagt, schaut jetzt, was ich jetzt mache. Jetzt zeige ich euch was. Then automatically Krishna going, making me bed. There is no bed like suit pant bed. This cloth itself was like bed. Tight. And doing this. So, Krishna, nachher wie ein Wrestler, haut er sich auf die Schultern und bindet sein Gürtel, kann man nicht sagen, aber Tuch um die Hüften. Und nachher geht er jetzt rauf auf den Baum, klettert da. So, die anderen Jungs, die haben schon verstanden, das ist giftiges Wasser. Warum ist er jetzt da eingegangen? Warum haben sie es überhaupt erlaubt, das Krishna? Warum haben sie ihn nicht aufgehalten? Warum sagen sie nicht, Krishna, Krishna, geh nicht dorthin, das ist giftiges Wasser, giftiges Wasser. Warum? Das ist eine Frage, was man sich umstellen. So, das ist Yogamayas Einfluss. Yogamaya hat die alle sprachlos gemacht, obwohl sie sprechen wollen. Also Krishna klettert dann rauf auf den Baum und wie ein Wrestler haut er sich auf die Schultern und die Freunde, die lachen. Die Wrestlers, die geben sich im Oil auf ihren Körper und nachher kämpfen sie fürs Boxen oder Wrestlen. So Krishna macht es immer. So Krishna, der kämpft immer, wrestelt immer mit seinen Freunden. So Krishna, der ist es gewohnt zu wresteln. Und nachher ist er jetzt raufgegangen, er hat seinen Gürtel festgezogen und springt jetzt von dem Kadamba-Baum, ganz ein großer, hoher Baum, in den ganz, ganz giftigen See. So normalerweise sollten jetzt die Jungen Krishna stoppen, aber Yogamaya stoppt es. Sie schauen nur auf Krishna, was er macht. So in das giftige Wasser ist Krishna gesprungen, von einer ganz hohen Distanz. Who is going to jump into Kaliya lake? Krishna himself. So Krishna selber springt jetzt in den Gift. Ganz unendlich viele Universen sind in seinem Körper. Aber Krishna hat seine separate Existenz. So Krishna sagt, er ist da, aber er ist eine andere exklusive Stellung hat er auch. Watching the condition of this lake, Kaliya and to give some proper treatment to this Kaliya. So, ihm jetzt Kaliya eine Lehre zu zeigen und den Fluss zu reinigen,
Krishna who is going to subdue all demons and everybody, going to climb the trees and jump. Krishna Kadamba-Baum tato oti otunyama spotto garudasaram napatat vishode. Then what happens? Was ist passiert dann? We should understand the meaning very. That sarpahada. Sarpahada means that Kaliya Sarparada bedeutet, wo die kahle Schlange wohnt. Das sind alles Schlangen. Sarparada Radha. Purusha Sara Nipatta Vega Shanksho Bidoraga Split up all meaning you can get. Very nice. That Sarprahada, that Kaliya Daman, after Krishna jumped, so nachdem Krishna gesprungen ist, nachdem es Purusha Saranipa, er ist die vitale Lebensluft, er ist das ganze Ananta Brahmanda, das ganze Universum, Purusha Sara Nipata Vega. Als kein Junge von 6 Jahren, hab Vorsicht, hab kein so ein Konzept. Das ist der Junge, was die ganzen Universen in sich tragt, die höchste Persönlichkeit selber. Purusha Saraha, er ist das vitale Mittelpunkt von den ganzen Universen. Atlantic was four handful of land, flooded. Everybody is in what possible 6 years plus more than they jump. What can happen? We're so light, what? No. So, das aber dann, wo er reingesprungen ist, ist alles wie ganz, ganz große Wellen, sind raus, sind alles ist überschwemmt gewesen. So, normalerweise denken sie, das ist ein kleiner Junge, der wiegt doch nichts. Wenn der ins Wasser springt, der kann ein bisschen Wasser spritzen. Aber es sind so große Wellen gewesen. So, bei der Orientierung von Yogamaya seien die Jungs 400 Meter weiter weg gewesen. Und wenn sie jetzt in der Nähe gestanden würden, nachher hätten sie ein Problem gehabt, dass wenn sie das Wasser berührt, würden sie sterben. So Yogamaya hat arrangiert, dass sie 400 Meter ganz weit weg stehen. Not only that, it is written 400 hands. This bounce of water, that wave. When Krishna jump water. Also die Welle war ganz hoch, so wie 400 Hände, wenn man das abmisst. Alles ist möglich. Sarpo Radha Purusha Saro Nipata Vego Shanksho Vito Urago Vishuchasito Murasihi Parya Pluto Visho Kasayo Visho Normi Visho Norvir Dhavano Dhanu Sato Mananta Balasya Kintat. Oh Rajan, why you are going to disbelieve? What is not possible for Krishna? So Rajan, sagt Shukadev Goswami, warum glaubst du das nicht? Das Krishna ist nicht ein 6 Jahre alter Junge, er ist die Hauptperson im Universum. Er tragt alle Universen in sich. Dhanu Satam Ananta Balasya. It is written, Paryak Pluto, Paryak means surrounding area, Paritaha. Paritaha. Parita means surrounding situation. Asramam paritaha banam tishtati. Asram, around all jungle, forest. This is application. So with what you must know the application. Follow. See. So
Vishnu Urmi. This, who, what? Waves, yes. Waves all around running. Vishu Kasayo, Vishonormi, Vishonormi, Dhavana, Sato, Dhanum, Ananta, Valas, Kinta. Is it heavy for Krishna? It's easy. It's quite natural that Krishna, the vitals of all Ananta Brahmanda, jumping into the lake. Das ist ganz einfach. Just like ocean, fathomless. Krishna jumping. So how? Also der See, der ist ohne Boden, deswegen ist überquillt wie Meereswellen. So der See, der ist 8 Meilen. Chilka-Rad, wenn das abmescht. Also Chilka-Rad ist ganz ein großer See. In Puri, in der Nähe. So 8 miles, how your eye can see up to 8 miles? Cannot see it. What is there? So 8 Meilen ist so lange Distanz, das kann man nicht einmal schauen. So wie in Chilka, eben der See, das ist auch so ein großer See. Und alles ist jetzt überschwemmt, überall. Und die Wellen schlagen sich und schlagen sich. So, der See ist ganz rastlos, er bewegt sich jetzt immer. Und das ist jetzt, Kaliya, der fühlt sich jetzt gestört. Kaliya kann sich nicht erwarten, dass jemand in der materiellen Welt ist, was mir jetzt Schwierigkeiten oder was mich stört. So, wer ist jetzt kommen? Fragt die Kaliya. Der Bruder kann nicht kommen, er ist machtvoll, aber er ist aus dem Spiel. What is the past history of Kaliya? So Kaliya was there. I already told you. But before that also one incident. How he became Kaliya. He was a very pious king. So Kaliya war ein religiöser König. Then some dream came in his sleep. Then you go, there is one sadhu there doing bhajan. Go and take the water wash of his leg, feet. So, der König sollte eben das Wasser trinken von einem Sadhu. Aber der Sadhu, das war ein Leprakranker. Und dann hat er sich gedacht, wie kann er so ein Wasser trinken? So I must take the water. He is approaching that Rishi, Sadhu, and with bad smell, spoiled, poison, bad, So, dann hat er sich gedacht, aber in den Schriften steht eben, das Charanamrita von den Sadhus, das muss man trinken und sonst ist das ein Vergehen. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich nehme das, aber doch, das Fußwasser hat gestunken von dem Leberkranken, von dem leberkranken Heiligen, Brahmana. Und also er hat sich immer wieder gedacht, soll er das jetzt wirklich zu sich nehmen oder nicht? Aber nachher hat er den Topf genommen und hat ihn auf sein Kopf gestellt. So, der König, was ihm das gemacht hat, das ist Kaliya geworden.
Kaliya ist in Ramanak geboren, dann in den Kaliya-See kamen. Saubhagya Rishi hat Garuda verflucht, weil er einen großen Fehler gemacht hat. Saubhagya Rishi sollte nicht so einen Fehler machen. Garuda Maharaj ist ein Diener Krishnas. So er hat die Geburt als Adler, so er isst Fisch. So die Fische haben sich eben beschwert und haben mit Saubhagya Rishi gesprochen, oh, der Garuda kommt immer und isst so viel Fische. So, bitte schütz uns. Und Garuda war dann verflucht bei Saubhagya Rishi. So Saubhagya Rishi hat ihn dann verflucht und das war ein Fehler. Er hat Apparat an die Lotusfüße zu Bhagavan Parikshit und Garuda gemacht. Bewusst oder unbewusst. So Apparat zu Dham, Nam, unbewusst oder bewusst, da kommen schon große Schwierigkeiten. Saubhagya Rishi hat sich gedacht, er ist ein großer Rishi, so wer ist. Er hat ein Ego gehabt und hat dann den Fluch ausgesprochen. Aber das war ein großer Fehler. Und von dem Zeitpunkt ist Garuda nie mehr zu dem See hingegangen. Aber Saubhagya Rishi ist nach 16.000 Jahren, also du kannst Bhajan machen für 16.000 Jahre. Wenn du eine Sekunde einen Fehler machst, dann braucht es nur eine Sekunde, dass du in die Hölle kommen kannst. Also es ist so schwierig. So wie wenn du gehst auf einer Rasierklinge. Wenn du ganz, ganz lang spirituelle Aktivitäten nachgibst. Aber wenn du einen Fehler machst, dann gegen Vaishnava und Bhagavan, nachher kannst du ganz leicht die schneiden. Also du musst da ganz aufpassen. Der hat dem auch meditiert, 16.000 Jahre. Dham, Nam, Parikshit, Vaishishta und so weiter. Wenn du gegen die vergehen hast, ist es so schwierig, das wieder zu bereinigen. Sünde kann man leicht bereinigen, aber das sind schwerere Vergehen. So, nach 16.000 Jahren hat er dann plötzlich Lust, Karma gefühlt in seinem Körper, wie sich zwei Fische geküsst haben, weil er hat unter Wasser meditiert für 16.000 Jahre. Zu Guru und Vaishnava, die was wirklich oder die was Kripa geben die Vaishnavas, die sind geschützt, die sind Vaishnavas. Die sind außerhalb von dem, für die kann Maya keinen Einfluss haben. So you see, he developed Kama. So Kama means he cannot do any more. Also Kama bedeutet eben die Lust. Durch das hat er jetzt rausgehen müssen aus dem Wasser.
Und er hat sich jetzt gefühlt, dass er jetzt heiraten will. Er will in das Familienleben eintreten. Wer kann jetzt mir seine Tochter geben? Für lange Zeit hat er Bhajan gemacht. All sein Gesicht und seine Haut, alles ist komplett verrunzelt. So was für Frau will ihn jetzt heiraten? Dann kommt er zum König Mandata. Und requesting him to give, because you have 50 daughters, receive. Keep thinking, if I say no, now immediately he can curse me. So better I can leave the whole responsibility on me. Actually, receiver, actually we are king, you see, we have some system. And you have to go and take any of my daughters. You are allowed to go inside my palace and choose any daughter, because you can go and choose any daughter. Also du kannst da Tochter aussuchen. Ich habe 50. Sagt der Mandata. So, er hat gesagt, okay, der König, der ist clever, weil er weiß, was für Tochter wird mir jetzt da wählen. So, welche Frau heiratet so einen alten Mann mit der verrunzelten Haut? Und dann hat er eben verstanden, der König hat jetzt einen Trick mit ihm gemacht. Und dann hat er seinen Körper aber verwandelt, ganz in einen jungen Körper, von seiner Yoga-Kraft, was er sich angesammelt hat. Und kommt dann vor alle 50 Töchter, die streiten dann alle untereinander. Oh, das ist der Mann, der passt zu mir. Der Mann passt zu mir, sagt die andere und so weiter. So, ich will ihn heiraten, ich will ihn heiraten. So, nachdem er jetzt Familienleben und alles genossen hat für viele, viele Jahre, nachdem fängt er an, wirklich das zu bereuen. Er hat sein ganzes Bhajan verloren. 16.000 Jahre. Der Fehler war, dass er eben Garuda Vergehen gemacht hat. Vaishnavas, die sind ganz, ganz sensitiv. Das ist nicht kalkulierbar. Vergangenheit, Zukunft, Vergangenheit, unten, oben. Also die wissen alles, die sind so sensitiv. Also warum kannst du nicht glauben? Sage zu Shukadev zum Parikshit. Für Krishna ist alles möglich. Krishna now, those boys, they are going to cry, but when they find Krishna is not in problem, Krishna going to swim across and like playing water game. Water game, no? Water on water, dumb. Mahaprabhu also playing with other Devotees on water, they making music, water game. Yes, it's written in Chaitanya. So Mahaprabhu und Nityananda, die haben alle Wasserspiele, die trommeln mit dem Wasser, die machen so Geräusche mit dem Wasser, weil sie aufs Wasser klatschen. Das ist ja die Idee, so wo Krishna jetzt angefangen hat zu schwimmen und zu spielen, wie ein wilder Elefant.
und macht dann eben so einen Klang mit den Händen im Wasser. You can see that 6 years going or what have you. No, Krishna is moving hand in such a way playing water game. So the on top to bottom, all water getting some current. So das ganze Wasser hat jetzt so Wirbel. So Wirbel sind aufgekommen, durch das Krishna im da und da geschwommen ist, so schnell und gespielt hat. Und Kaliya, die Schlange, ist dann ganz wild worden. Was passiert da? Wer macht jetzt ein Problem? Bis jetzt ist noch nie jemand gekommen in das Wasser. Chokshusravaha means Okhisravaha. Chokshusravaha, I already told long ago. Those who are snack, you have seen their ears. You have seen? Why? You catch snake. You never catch snake, you are speaking. Snake, they have no ears. The function of the ear, they are by eyes they can do. Eyeball, vibration, they can realize somebody coming. They can fly. The function of their ear, they can do by eyes. That's why it is written, Chokshusravaha or Okhisravaha. Okhisrava, snack can see and hear both by ear. This is the arrangement of Krishna. So, Ashrutto, after hearing this both big problem, noise of water waves, big sound, it is just a big problem for Kaliya. Oh, who is making problem? Ashrutto tal, sa sadana vibhavam, niriksho chokshusravaha, samo sarat, tal amrishvamanaha. Amrishvamanaha is not able to bear anymore. Amrishvamanaha means is just in a position, Kaliya. He cannot bear anymore. Who is making problem? Is Amrishvamanaha Samasara coming out of this water. So die Kaliya-Schlange, die kommt bei mir jetzt raus aus dem Wasser. Und so, wer ist jetzt da? Was für Person ist jetzt da? So, wer macht jetzt das Problem? My building, my quarter also going to break down. It's so big problem. And I think Guru cannot come. It cannot be so, because Guru already having some cards on him. So I cannot expect Guru to come here. So who is there? Then Kaliya coming out of water, where all his hoods. Oh, very nicely. So Kaliya kommt jetzt raus aus dem Wasser. Ganz aufgewühlt. Bhujaya chachada. Chachada means? I can explain. First of all, Kaliya coming out, he is watching from distance. So Kaliya schaut jetzt von der Distanz. Oh, da ist ja so eine schöne Form. In den ganzen Universen hat er noch nie so eine Form gesehen. Nilamani, wie ein blauer Diamant. Blue Diamond. Money available. It's called Nila. Nilmani, costly, very costly. Very nice. Like, like clouds. Also so Ausstrahlung, so wie ein blauer Diamant.
steht Krishna dort und das Seidenkleidung, Seidengürtel, die Farbe von Feuer und Sonne, Pitamba, Amber ist Kleidung. That room in an anti-clockwise moving, so nice, fine, white, Siva Sachin. Oh my God, nice. Cost of money, everything there. How possible? After that, you see. So, Krishna ist geschmückt mit dem Kaustuba Juwel und dem Pitambara. Und die Schlange sieht es jetzt und er spielt dort, der Krishna. If any boy is coming to play in his garden, the demon is very become angry. After that, all small children, they like to play. Who can stop? Then after all, the demon write on signboard there. What is signboard written? Trespassers will be prosecuted. Those are forcefully coming to enter, and the prosecution will be there in court against them. I cannot allow anybody, even not children. So, trespassers will be prosecuted. This is the heart of a demon. They cannot bear small boys can play in his garden. It's good. They are also like flowers. Small boys, they are like flowers. They can play. But we cannot bear so demonic heart. And Kaliya, you see, watching very smiling face of Krishna, so nice crown, Pitavashan. So wie wenn junge Kinder in einem Garten spielen. So, aber dann regt sich einer auf, der Besitzer von dem Garten, obwohl die Kinder, das sind auch so wie Blumen. Also genau das Gleiche war jetzt, wie Kali hat sich aufgeregt, dass er jetzt dort Krishna in seinem Seekanal ist. Und Krishna ist auch so wunderschön. So wie also wenn du allein nur auf irgendein Körperteil von Krishna schaust, kannst du nicht mehr wegschauen. Nur an seine Zehennägel oder irgendein Teil am Körper, kannst du nicht mehr wegschauen. Du kannst das niemals aber kalkulieren mit dem materiellen Verstand. Er ist so wunderschön und so anziehend. Also ganz einen sanften Körper hat er, Krishna. Und wie eine bläuliche Wolke. Und Nilamani, wie ein blauer Diamant. Und Srivatsa Juwel, Draka auf der Brust. Und Pitta Vasana, ein Kleid wie Pitta, wie Feuer von der Farbe. Und ganz eine spielende Stimmung hat er gehabt. Und die Jungs, die schauen von der Distanz. Die sagen, oh Krishna, was macht er da auf der Schlange? Er spielt, oder der schwimmt. So, normalerweise, also sie denken, da kann kein Gift mehr drinnen sein, weil er immer schwimmt und spielt, der Krishna. Lotus feet, you know, is like lotus flower. Mouth is like lotus flower. So sein Mund, alles ist wie eine Lotusblume. Kirantam apratibham, Kirantam. Kamalo daranhri, Udaro also, very nice. Kamalo daranhri, Shandassam marmasu rusad, Bhujaya chachado. After looking this rare glance, after having this kind of chance to see Krishna, still Kaliya is so demonic character. His heart is not going to accept this. Anybody in this material world in Trinity going to look Krishna in this condition, their heart can melt. So alle, die was normalerweise Krishna so sehen würden, würden alles so sanft im Herz oder so. Die würden so schmelzen, aber Kaliya, die geht dorthin
und versucht Krishna eben jetzt in Würgegift zu binden. Und Krishna hat sich so wie ein kleiner Junge benommen, als wie er sich jetzt nicht mehr bewegen kann. Und die Kinder fangen an, oh Krishna, Krishna, was machst du? Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Kaliya, was geht vor sich? Oh, jetzt werden wir... So, Gomata, Kühe, die alle Jungen, die sind still jetzt gestanden mit offenem Munde. Und sie haben jetzt Krishna angeschaut. Oh, Krishna, ohne Aktion sind sie gewesen. So wie ein materieller Junge. So Krishna hat es eben, er hat einen Grund gehabt, warum er das macht. Um die Gefühle wach zu wirken, aufzuwecken von den Brajavasis, was sie machen. So, sie denken jetzt in Braj, dass sie jetzt Krishna verlieren. So alle, in alle Rases. How you can bite so nice, soft Krishna, so nice Krishna, nobody can avoid the life of all life. How is possible that Kaliya is so heartless, going to bite Krishna? So, wie kann jetzt Kaliya auf so ein kleines Kind, so einen Jungen, der was so wunderschön ist, so Ausstrahlung hat, wie kann sie jetzt den so im Würgegift halten? Next day I can explain what is the condition of those, Devotees. What is the condition of those covered boys, everything. I can explain tomorrow what is the condition. What is the pathetic condition? Why Shukadev Goswami wanted to avoid this Lila? He wanted to speak all Lila. So, er spricht dann das nächste Mal, morgen, über das, was die Brajavasis eben jetzt fühlen. Was jetzt passiert und warum Shukadev Goswami das erst am Anfang nicht sprechen wollte, das Lila. So das Lila kann man nicht erklären durch irgendwelche philosophischen Worte. Try to remember, not that I do and go on. Repeatedly, then you can get picture. Like sugar cane. If you put into machine, go on rolling, again some juice, cane juice coming, again. Good ideas. It's by the mercy of your Gurudev.